Was wäre, wenn ein funktionierendes Wurmloch bedeuten würde, dass das Universum keinen Sinn mehr ergibt? Keine Ordnung, keine klare Reihenfolge, denn ein Tunnel durch Raum und Zeit wäre keine harmlose Abkürzung. Er würde alles durcheinander bringen, was wir über Ursache und Wirkung glauben. Plötzlich wäre nicht mehr klar, was vorher passiert und was danach. Und genau hier beginnt ein Problem, das weit über Technik oder Science Fiction hinausgeht. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Wurmlöcher möglich sind, sondern warum die Physik selbst streikt, sobald man annimmt, dass sie wirklich existieren. Die meisten Menschen denken bei Wurmlöchern an Raumschiffe und ferne Welten. Doch genau das ist nicht der Punkt, der Physiker beunruhigt. Ein Wurmloch wäre keine gewöhnliche Abkürzung zwischen zwei Orten. Es wäre eine Verbindung innerhalb der Raumzeit selbst. Und genau hier wird es kritisch. Denn wer Raum verkürzt, verändert zwangsläufig auch Zeit. Nicht als Science-Fiction-Idee, sondern als direkte Konsequenz der Relativitätstheorie. Plötzlich stehen Ursache und Wirkung in Frage. Vergangenheit und Zukunft verlieren ihre klare Trennung. Und die logische Struktur, auf der alle Naturgesetze beruhen, beginnt zu wanken. Physiker fürchten Wurmlöcher nicht, weil wir sie nicht bauen können, sondern weil ihre Existenz das Universum in einen logischen Albtraum verwandeln würde. Das eigentliche Problem ist nicht die Technik, es ist die Konsequenz. Bevor wir weitergehen, müssen wir klären, was Physiker überhaupt meinen, wenn sie von einem Wurmloch sprechen. Raum und Zeit sind keine getrennten Dinge. Sie bilden gemeinsam eine vierdimensionale Struktur, die Raumzeit. Diese Struktur ist nicht starr. Sie kann sich dehnen, krümmen und verbiegen. Ein Wurmloch wäre eine Abkürzung durch diese Raumzeit. Nicht durch den Raum, sondern durch die Struktur, die Raum und Zeit verbindet. Man kann sich das vorstellen wie ein Blatt Papier. Zwei Punkte liegen weit voneinander entfernt. Faltet man das Papier, können diese Punkte plötzlich direkt nebeneinander liegen. Das Wurmloch wäre die Verbindung zwischen diesen Punkten. Ein Durchgang, der den langen Weg überflüssig macht. Wichtig ist dabei, ein Wurmloch ist kein schwarzes Loch. Schwarze Löcher verschlucken alles. Wurmlöcher würden, zumindest in der Theorie, etwas hindurchlassen. Doch genau hier beginnt das Drama. Denn während die Mathematik solche Strukturen erlaubt, sagt sie nichts darüber, ob sie real existieren können. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie gehört zu den erfolgreichsten Theorien der Physik. Sie beschreibt, wie Materie und Energie die Raumzeit krümmen und wie daraus Gravitation entsteht. Doch diese Gleichungen sind extrem flexibel. Sie erlauben viele ungewöhnliche Lösungen, rotierende Universen, geschlossene Zeitstrukturen und eben auch Wurmlöcher. Mathematik ist dabei vollkommen neutral. Sie zeigt, was möglich wäre, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Aber sie entscheidet nicht, was real ist. Wurmlöcher entstehen nicht, weil Einstein sie wollte. Sie tauchen als mathematische Konsequenz auf. Einstein selbst war gegenüber vielen dieser Lösungen skeptisch. Denn nur weil Gleichungen etwas erlauben, heißt das noch lange nicht, dass die Natur es auch zulässt. Und genau hier beginnt der Widerstand der Realität. Hier kommt die ernüchternde Wahrheit. Jedes Wurmloch, das nach klassischer Physik entstehen könnte, würde sofort wieder zusammenbrechen. So schnell, dass nicht einmal Licht hindurch gelangen könnte. Der Grund ist Gravitation. Sobald ein Wurmloch entsteht, beginnen seine eigenen Wände, sich gegenseitig anzuziehen. Der Tunnel verengt sich. Und innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ist der Durchgang verschwunden. Die sogenannte Einstein-Rosen-Brücke. Die klassische Form eines Wurmlochs ist nicht durchquerbar. Sie ist ein theoretisches Konstrukt, das im Moment seiner Nutzung kollabiert. Man kann sich das vorstellen wie eine Seifenblase, die platzt, bevor man sie berühren kann. Nur dass es hier nicht um Seife geht, sondern um die fundamentale Struktur der Raumzeit. Ein Wurmloch schließt sich schneller, als alles, was wir kennen, hindurchfliegen könnte. Wenn Sie solche Grenzfragen der Physik faszinieren, Themen, bei denen Mathematik, Realität und unsere Intuition aneinander geraten, dann finden Sie auf diesem Kanal regelmäßig genau solche Gedankenexperimente. Hier geht es nicht um Science Fiction, sondern um die Frage, was unser Universum wirklich erlaubt und was nicht. Physiker geben jedoch nicht leicht auf. Die entscheidende Frage lautet, könnte man ein Wurmloch offen halten? Theoretisch ja, aber nur unter Bedingungen, die alles übersteigen, was wir kennen. Man bräuchte etwas, das Gravitation nicht anzieht, sondern abstößt. Etwas mit negativer Energie. Physiker nennen das exotische Materie. Gibt es so etwas? Vielleicht. Im sogenannten Casimir-Effekt treten winzige negative Energiedichten auf.
Doch diese Effekte sind extrem schwach. Um ein Wurmloch zu stabilisieren, bräuchte man exotische Materie in unvorstellbaren Mengen. Energie in der Größenordnung ganzer Sterne. Oder mehr. Und selbst dann ist völlig unklar, ob solche Zustände überhaupt existieren können. Nehmen wir für einen Moment an, ein stabiles Wurmloch wäre möglich. Zwei Öffnungen verbunden durch einen Tunnel in der Raumzeit. Schon hier entsteht ein fundamentales Problem. Denn Raum und Zeit lassen sich nicht voneinander trennen. Wer den Raum verkürzt, verändert zwangsläufig auch die zeitliche Struktur dieses Weges. Das bedeutet nicht automatisch Science Fiction oder Zeitreisen. Es bedeutet etwas viel Unangenehmeres. Die physikalischen Abläufe auf beiden Seiten des Wurmlochs lassen sich nicht mehr eindeutig miteinander vereinbaren. Uhren würden unterschiedlich laufen. Abläufe wären nicht mehr klar vorwärtsgerichtet. Ursache und Wirkung ließen sich nicht mehr global konsistent beschreiben. Für die Physik ist das kein Paradoxon, es ist ein Warnsignal. Denn Naturgesetze funktionieren nur, wenn Ereignisse eindeutig miteinander verknüpft sind. Und genau diese Verknüpfung beginnt bei Wurmlöchern zu zerbrechen. Hier liegt der eigentliche Kern des Problems. Einsteins Gleichungen erlauben Wurmlöcher. Aber Physik besteht nicht nur aus Gleichungen. Eine Struktur ist nur dann real, wenn sie stabil ist. Wenn sie kleinste Störungen überlebt. Und wenn sie sich widerspruchsfrei in das restliche Universum einfügt. Wurmlöcher erfüllen keine dieser Bedingungen. Schon minimale Energiefluktuationen würden sie zerstören. Schon kleinste Ungleichgewichte lassen sie kollabieren. Und ihre Existenz würde ein Universum erzeugen, das sich nicht mehr eindeutig beschreiben lässt. Viele Physiker glauben daher nicht, dass Wurmlöcher verboten sind, sondern etwas viel Ernüchternderes, dass sie mathematisch existieren können, aber physikalisch nie zu einer stabilen Realität werden. Die Gleichungen sind flexibel genug. Das Universum ist es nicht. Wurmlöcher sind auf dem Papier möglich. Einsteins Gleichungen erlauben sie. Die Mathematik funktioniert. Doch die Realität setzt Grenzen. Sie lässt Wurmlöcher kollabieren. Sie verlangt exotische Materie. Sie erzeugt Instabilität und Inkonsistenz. Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft. Nicht alles, was mathematisch möglich ist, ist auch physikalisch real. Die größte Frage ist nicht, ob wir jemals durch ein Wurmloch reisen werden. Die größte Frage ist, ob das Universum uns jemals lassen würde. Was denken Sie? Glauben Sie, dass es irgendwo da draußen Wurmlöcher gibt? Oder ist das Universum zu schlau, um sich selbst zu widersprechen? Schreiben Sie Ihre Gedanken gerne in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Denn die Physik ist noch lange nicht fertig mit uns.